Zu Beginn des Refits schauen wir mal, was wir alles im Schiff finden können. Ist das Zeitverschwendung? So, herzlich willkommen. Als nächstes sind wir nun wieder beim Boot und wir müssen nun schauen, dass wir langsam hier in die Gänge kommen. Zuletzt war ziemlich viel andere Sachen gewesen, die ich bearbeiten musste, aber jetzt kann es endlich losgehen mit dem Umbau. Heute steht erstmal eine Inventur an. Das ist, denke ich mal, eine ganz gute Option, um erstmal zu wissen, was ist hier auf dem Schiff und was ist nicht da, was muss man nachkaufen. Aber da der Vorbesitzer netterweise ziemlich viel dagelassen hat, denke ich mal, können wir ja einiges aufschreiben. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen angefangen und sehr, sehr viele Sachen schon in die Liste mit einfügen können. Später hat man davon vielleicht auch den Vorteil, dass wenn man Leute mitnimmt, die keine Ahnung haben, wo was liegt, dass man sagen kann, hier guck mal in die Liste, dann siehst du, in welchem Schubfach das liegt. Könnte ein Vorteil sein. Ob das auch so machbar ist, werden wir ja demnächst sehen. Also gehen wir erstmal nach unten in den Keller. Eine Ewigkeit später. Insgesamt sind wir jetzt schon relativ weit gekommen. Und zwar haben wir den ganzen Bereich mittlerweile komplett abgedeckt und haben alles in der Excel-Tabelle notiert. Und das Vorschiff haben wir auch schon fertig gemacht. Das haben wir jetzt so schön Gästezimmer genannt. Das hier ist, wie nennt sich das, der Kartentisch. Also Kartentischregion und Salon. Und so teilen wir jetzt das ganze Schiff auf und weisen auch jedem der Schublade und jeder Ablage so eine Nummerierung zu. Das ist zum Beispiel K1, K2, K3. Erinnert mich, by the way, auf meine Nebenarbeit im Hafen. Da muss man nämlich auch zu den Parkplätzen fahren, die auch alle so eingeteilt sind. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich denke mal, so findet man alles nachher wieder. Und vorne, da können wir mal ganz kurz hingehen. Oder komme ich da durch? Ich glaube, du bist zu fett dazu. Hey, ich komme nicht mal rückwärts hier durch. Da vorne haben wir in der Ecke richtig viele Sachen gefunden. Noch einige Motorenteile, wo ich dachte, die ich noch kaufen muss. Gut, den Zahnriemen werde ich wahrscheinlich nochmal nachkaufen, da habe ich ja keine Ahnung, wie alt er ist. Vielleicht steht was noch drauf. Aber ja, sonst denke ich mal, lohnt sich das wirklich, hier alles durchzugehen. Das ganze Schiff sieht jetzt hier vorne schon viel ordentlicher aus. Und man weiß überhaupt, mit was man zu tun hat. Als nächstes steht noch die Salon-Ecke aus und da müssen wir noch mal in die Küche gucken, was da ist. Und als letztes auch noch ganz hinten in der Kapitänskajüte, was mein Schlafzimmer wird. Also wir haben noch einiges zu tun. Nun sind wir endlich zum Ende gekommen. Wir sind einmal komplett durchs Boot gegangen, haben alle Wachskisten durchgeguckt und ganz viel Müll weggeschmissen. Also tonnenweise, den ganzen Kram müssen wir gleich noch irgendwie vom Bord schleppen. Und daraus hat sich jetzt diese wunderbare Excel-Tabelle ergeben. Jedenfalls sehen wir dabei, dass sich darüber, insgesamt 150 Items konnten wir dabei katalogisieren. Und einige Sachen haben sich ergeben, die ich jetzt nicht mehr nachkaufen brauche. Also das hat auf jeden Fall was gebracht. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo in dem Boot was ist und wo ich es jetzt am besten auch hinlegen werde. Das hat jetzt natürlich einen großen Vorteil. Und wir haben viele Stellen gefunden, die ich noch nicht im Boot kannte, muss ich auch dazu sagen. Also das Boot ist wirklich so verwinkelt, das ist unglaublich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so gehen kann. Aber was soll's. Kommen wir heute zum Ende, es reicht langsam, es ist dunkel. Wir fallen jetzt garantiert diese olle Leiter auch noch runter. Das ist ja erstmal sowieso so ein Ding, da 4 Meter hoch zu rennen, da kannst du dich schon drauf freuen, das kannst du wissen. Ja. Aber selbst mit diesem kleinen Mistheizer, ne, wird das Boot schon ein bisschen warm. Erstaunlich, aber wahr. So, jetzt meldet sich nochmal der Zukunftsricardo zurück. Und zwar, wie man sieht, wohne ich ja bereits auf dem Boot. Ich komme eigentlich ganz gut klar hier. Bin echt zufrieden mit der Entscheidung. Und das Video sollte jetzt dazu dienen, erstmal den Anstoß zu geben, dass es jetzt mit dem Refit losgeht. Klar, das Boot liegt im Wasser. Ich bin an Ort und Stelle, wo ich hin wollte. Der Refit ist noch lange nicht abgeschlossen. Das wird noch weitergehen. Nochmal zu den Schätzen, die wir gefunden haben. Also im Endeffekt hat die Inventur schon einiges gebracht.
Wie ich schon gesagt habe, ich musste viele Sachen nicht nachkaufen. Aber ich habe es vielleicht jetzt nach und nach etwas vernachlässigt. Man muss natürlich da am Ball bleiben. Aber gut, wo ich denn hier raufgezogen bin, dann hat man jetzt nicht unbedingt Zeit, noch 300 Artikel dazu zu schreiben. Ja? Das darf man auch nicht vergessen. Da muss man sich dann ganz viel Zeit zu nehmen oder man lässt es einfach und muss sich das merken. Ja, kann man auch machen. Nach und nach finde ich sowieso noch bessere Orte, wo ich einige Gegenstände hinpacken könnte. Trotzdem hat es einiges gebracht, weil einige Schätze habe ich zum Beispiel auch gefunden. Ich wusste gar nicht, dass hier um die Ecke ein Kartentisch ist. Und da sind richtig viele Karten drin und sogar von MV-Charts noch uneingelöste Codes. Das ist schon geil. Die sind auch gar nicht mal so alt tatsächlich. Was war noch besonders? Ach so, ja. Ich habe 10.000 Messer gefunden, die extrem scharf sind. Da habe ich natürlich auch einige von behalten und Angeln war ja sowieso dabei, ne? Dann auch nochmal 10.000 Köder dafür. Keine Ahnung, was das mit Angeln kostet. Von Angeln habe ich tatsächlich wenig Ahnung. Und sonst noch allerlei Krimskrams. Aber gut, kann man auch gebrauchen. Gerade was jetzt Takelage angeht fürs Rig und da sind eigentlich so viele Ersatzteile da. Ich glaube, da muss ich nichts nachkaufen erstmal. Bis auf vielleicht 1, 2 Wanden, wenn die mal neu gemacht werden müssten. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer bitte ein Like da. Kommentiert bitte, ob ihr eine Inventur als sinnvoll erachtet oder auch, was ihr zu den neuen Namen Disaster Tours sagt. Das Boot wird weiterhin den Namen Shanty tragen. Und zu guter Letzt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert bitte den Kanal. Und dann werden wir uns beim nächsten Video sehen. Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.